Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es nochmal um den Informationsgewinn und die Entropie. Und zwar haben wir ein Problem, wenn wir viele Werte bei einem Attribut haben. Also zum Beispiel Regen, Wolke, Sonne sind 3 Attribute und Temperatur sind nur 2 Attribute, nämlich kühl und heiß. Aber wenn wir jetzt unsere Attribut Temperatur noch aufteilen in kalt, eisig, kühl, mittel, warm, heiß, brutal warm oder sowas, dann hat unser Attribut Temperatur einen Vorteil, weil es einfach mehr Eigenschaft, also mehr Werte annehmen kann und dadurch Entropie und Informationsgewinn sich ein bisschen anders berechnen. Ihr könnt es gerne mal ausprobieren, ist tatsächlich so. So, was man jetzt also macht, ist, man definiert sich ein ich sollte vielleicht noch eine neue Zeile einfügen. New Line. Ein Informationsgewinn oder Gain Ratio. Und diese Ratio, die berechnet sich genauso aus Daten und einem Attribut. Und wir sagen dann aber einfach dazu, wir nehmen den Informationsgewinn von D und A und teilen das Ganze. Und zwar durch das hier. Sekunde. So, das hier. Okay, was wir jetzt hier genau tun, ist Folgendes. Ich zoome gerade mal ein bisschen raus. Ich glaube, ihr könnt es immer noch super lesen so. Okay, was wir jetzt hier gemacht haben, wir haben einfach diesen Informationsgewinn, den wir hier die ganze Zeit berechnet haben, weil ja kein großes Hexenwerk, haben wir geteilt durch das, was wir für die Entropie zusätzlich noch benutzen würden. Nämlich hier einmal, also dv kennen wir ja, d kennen wir und Logarithmus kennen wir so oder so. Also alle Daten und die Daten hier, die eben diesen Wert v, also zum Beispiel Sonne haben, bei dem Attribut a. Dadurch kriegen wir das Ganze normalisiert, indem wir hier einfach drüber summieren, kriegen wir einfach alle diese ganzen Daten auf einmal, sprich wir kriegen die Summe von allem und wir kriegen hier einen Bruch raus, der uns immer zwischen 0 und 1 bringt. Das heißt, wir haben das Ganze normalisiert und können somit sagen, egal wie viele Attribute jetzt hier rauskommen, wir haben hier unten alles, was wir brauchen. Wir haben es nämlich einfach mal normalisiert über 2 Attribute, über 50 Attribute, egal wie viele, ist uns egal. Okay, und das ist wirklich toll, denn so können wir jetzt auch den Informationsgewinn vernünftig verwenden. Das heißt, wir benutzen hier in unserem Algorithmus nicht mehr den Informationsgewinn selbst, sondern die Informationsgewinn-Ratio. Die ändert nichts oder die ändert sich im Prinzip nicht, denn wir wollen sie ja eh maximieren. Wir nehmen einfach das, womit wir hier das Maximum rauskriegen. Und wenn wir immer die Ratio hier berechnen, dann wäre zum Beispiel eine Ratio von 1 wäre perfekt und eine Ratio von 0 wäre katastrophal. Davor waren es halt Zahlen von, keine Ahnung, 0 bis 20.000 oder sowas, was weiß ich. Und wir haben trotzdem versucht, das zu maximieren. Das heißt, ob wir jetzt die Zahl zwischen 0 und 1 versuchen zu maximieren, also uns die größte rauszupicken, oder ob wir jetzt die Zahl zwischen 0 und 20.000 versuchen, uns die größte rauszupicken, ist eigentlich egal. Okay, wie gesagt, das Ganze hier zur Normalisierung, wenn wir mehrere Attributwerte haben. Ihr könnt es gerne mal durchrechnen, würde ich euch sogar empfehlen, mache ich jetzt allerdings hier nicht. Genau, nächstes Mal gucken wir uns kurz an, wie wir Attributwerte uns benutzen oder für uns benutzen können, die kontinuierliche Werte haben. Also Temperatur, kühl, warm ist jetzt nicht unbedingt präzise. Wir wollen vielleicht größer als 20 Grad oder sowas. Ach, und da fällt mir auf, wir sind erst bei 3 Minuten, dann machen wir das direkt jetzt noch. Ich habe es nämlich im Prinzip schon gesagt, wie man das Ganze macht. Wir sagen nicht hier heiß und kühl, sondern wir nehmen uns einfach einen Schwellwert her und sagen, okay, unser Attribut ist wahr, also es ist kühl, falls unsere Temperatur kleiner ist als 10 Grad zum Beispiel oder als 15 Grad. Und es ist heiß, falls unsere Temperatur wärmer als 25 Grad oder sowas. Okay? So einfach ist es. Das heißt, wir definieren uns hier so einen genannten Schwellwert und sagen, das ist dann heiß, sobald Temperatur größer als 50 oder 20 oder sowas. Ja, Problem ist natürlich, wie wähle ich diesen Schwellwert dann? Häufig macht man Folgendes. Wir nehmen bei der Temperatur jetzt hier heiß und kühl. Und das bedeutet, wir wissen, dass kühl kälter ist, wir wissen, dass heiß wärmer ist. Und was wir hier jetzt machen, wir nehmen einfach die Temperatur, die wir hier drin haben, also sagen wir mal, wir haben keinen festen Schwellwert von unserem User oder von uns selber gegeben, dann nehmen wir alle Beispiele, die wir hier in der Temperatur drin haben, berechnen uns den Durchschnitt und sagen, okay, heiß ist, wenn es wärmer ist als der Durchschnitt, kühl ist, wenn es kälter ist als der Durchschnitt und fertig.
So einfach ist es und so könnt ihr das machen. Wenn ihr natürlich 3 habt, also 3 Unterklassen hier machen wollt, dann müsst ihr halt 2 Schwellwerte machen und bei dem einen sagen, okay, wenn es kälter ist als der erste Schwellwert oder wenn es zwischen ersten und zweiten Schwellwert ist oder wenn es wärmer ist als der zweite Schwellwert. Und ja, so funktioniert es dann im Prinzip. Okay, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.